Hallo, willkommen beim Tausendbäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Goldaktien steigen wesentlich stärker als Gold und Silber. Disclaimer. Goldaktien steigen wesentlich stärker als Gold und Silber. Heute sehen wir wieder, dass Goldaktien, wenn sie steigen, viel stärker sind als Gold und Silber. Wir kennen das auch als Abkopplung der Goldaktien von Gold und Silber. Dazu kommt die zunehmende Knappheit von Silber, die den Preis hochtreiben wird. Der GDXJ ist in den letzten 4 Tagen gestiegen und macht heute einen weiteren Sprung von 4,76% auf 35,01 Dollar, während Gold sich nicht bewegte und Silber 1% steigt. Das heißt, Sie sehen hier den Beginn eines mehrmonatigen Goldaktienbullmarktes, denn wenn Silber steigt und Goldaktien stärker steigen, ist es ein typisches Zeichen dafür. Das erste Ziel von Silber ist 35 Dollar und Gold 2300 Dollar bei einer Gold-Silber-Ratio von 65. Der GDXJ könnte sich dabei mehr als verdoppeln, Junior-Goldaktien vielleicht 20 bis 30-fach oder mehr steigen. Ja, das ist die ganz große Chance, die es bei Explorationsaktien und Junior Gold Aktien, aber auch normale Produzenten sind extremst unterbewertet. Gerade seit der Korrektur, seit April diesen Jahres haben wir noch mal ganz äußerst attraktive Einkaufspunkte bekommen, die vor ungefähr einem knappen Monat hatten wir das absolute Tief noch bei Goldaktien. Seitdem haben sich einige Goldaktien verdoppelt und verdreifacht. Auch heute habe ich Anstiege gesehen von bis zu 65% bei einzelnen Goldaktien. Also es fließt enorm viel Kapital rein. Es ist weiter ungeheuer wichtig, wenn man jetzt mit Goldaktien Erfolg haben will, die Performer und die Dynamiker mit den großen Ressourcen weiter im Auge bezahlt und gegebenenfalls auch aufstocken, denn die dürften sich ja dann früher oder später als die Gewinner entpuppen. Aber nicht desto weniger, die vielen anderen Nachzügler, die vielleicht nicht so performt haben, dürften vielleicht bei etwas höheren Gold- und Silberpreise auch noch erst überproportional zünden. Viele haben dann möglicherweise einfach ihren Sweet Pot sozusagen etwas später. Also es ist eine ungeheure Chance. Und man muss sich einfach bewusst machen, dass die Goldaktie total zerstört ist. Und sie kommen eigentlich jetzt mit dem Goldbullmarkt, werden sie eigentlich von den ja schon nicht mehr existierenden, von den fast nicht mehr lebenden, werden sie überhaupt erst aktiviert. Und da gibt es ungeheure Bewertungsaufschläge, die wir zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr sehen werden. Also meines Erachtens ist die ganz große Chance jetzt eben der Anstieg vieler Goldaktien aus dem Penny-Stock-Bereich in den Dollarbereich. Und dann geht es erst richtig los und dann können die Goldaktien auch noch in den Mehr-Dollar-Bereich, vielleicht im Schnitt sogar irgendwo auf Werte zwischen 3, 5 und sogar 10 Dollar steigen, was jetzt vielleicht noch mit 10, 20, 30 Cent bewertet ist. Angehender Goldproduzent in Australien, 32 Millionen australische Dollar Marktkapitalisierung, hohes Risiko. Das Unternehmen ist ein führendes australisches Goldexplorationsunternehmen mit einer der größten Bankguthaben. Das schreiben die auf ihrer Webseite an dem australischen Stock Exchange notierten Explorationsunternehmen und sind weiter im Besitz von Laverton und Coolgardie, zwei der interessantesten Goldregionen in Westaustralien. Das sind also auch große Gebiete und hier haben sie die Ressourcen aufgeführt, 6,13 Millionen mittleren Grades. Also hier gibt es Werte zwischen 1,79 und bis 2,16 Gramm pro Tonne. Nach der Aussetzung des Betriebes im Jahr 2013 ist das Unternehmen fast auf dem Weg, wieder als Produzent aufzutreten. Wobei die Exploration sowohl bei Laverton als auch bei Coolgardie auf zusätzliche höhergradige Ressourcen abzielt, um einen nachhaltigen Neustart zu gewährleisten. Ja, da gab es Bohrergebnisse von bis zu 6 bis 8 Gramm pro Tonne, also hochgradig, das ist auch sehr vielversprechend. Die Verarbeitungsanlage Three Mill Hill in Coolgardie mit einer Kapazität von 1,2 Millionen Tonnen pro Tag ist nach wie vor ein äußerst strategischer Aktivposten in den Goldfeldern und verleiht den Unternehmen betriebliche Flexibilität. Ja, das ist ein großes Asset, dass sie eine derartig große Mühle haben. Dadurch haben sie dann alleine auch Einnahmen, wenn die vielleicht noch gar nicht richtig produziert.
um weiter ihr Explorationsgeschäft voranzutreiben. Und dann alle anderen umherliegenden Minen nehmen dann diese Services möglicherweise, nutzen das. Also das ist eigentlich auch interessant und das Ganze kostet nur 49 Millionen Dollar. Die sagen, die haben am meisten Cash, die haben eine eigene Mühle, sie haben zwei riesige Gebiete, sie haben riesiges Explorationspotenzial, sie haben jetzt eine Produktion, die jetzt wieder hochgefahren wird. Es wird geschätzt, dass dann 150.000 Unzen pro Gold produziert werden können. Ja, alles Superlative. Das auch in einem sicheren Rechtsgebiet. Denke ich mal, sehr interessant, sollte man sich angucken. Die Lage ist Westaustralien. Die beiden Gebiete sehen Sie auf der linken Seite. Potentialfaktor 39. Also das heißt, das ist, sage ich mal, mehr oder weniger ein theoretischer Potentialfaktor. Also wenn jetzt Gold wirklich in die Mania gerät oder die Goldaktien, was wir versuchen, wir denken, Maximalkurse gibt es bei 2400, 2500 Dollar, bis sich der Impuls erschöpft hat. Und dann könnte eben diese Aktie eben von 17 Cent ja, auf 1581 rein theoretisch anhand dieser Zahlen, diese Formel, die wir da reintun, steigen. Ne? Also um das 93-fache. Wie gesagt, es ist ein theoretischer Potenzialfaktor, um diese Aktien überhaupt anhand der Ressourcen des Grad des Goldes überhaupt vergleichen zu können. Ja, Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre. Wir hoffen, dass sowas in der Art bevorsteht. Damals sind Goldaktien von 15, 20 Cent auf 10, 20, 30, 40 Dollar gestiegen. Unglaubliche Anstiege. Teilweise konnte man aus 1000 Dollar eine Viertelmillion machen, war gar nicht so selten. Möglicherweise wiederholt sich sowas in der Art, vielleicht auch nicht ganz in dieser Dimension. Das war schon sehr extrem. Aber man muss sich bewusst machen, dass die Goldaktien im Verhältnis zu den 1970er Jahren strukturell noch komplett unterbewertet sind. Und dadurch ist was theoretisch möglich. Gerade wenn das jetzt die Gold nur auf 2300 Dollar etabliert, haben wir einen derartigen Anstieg bei guten Gold, Silber und Union-Aktien, Explorationsaktien, die schon möglicherweise in diese Richtung geht. Also sicherlich werden wir demnächst erwarten, dass viele Penny Stocks, die jetzt noch 10, 20, 30 Cent sind, dürften dann um den 1 Dollar Bereich schon sehr bald notieren. Dann ist da ganz große Hebel raus und dann strömt immer mehr Käuferpotenzial vermutlich rein, immer mehr werden bekannt und dann werden die Aktien vielleicht auf 2, 3, 4, 5 oder 10 Dollar getrieben. Und damit sind wir schon ungefähr in diesen Dimensionen. Warten wir es ab. Jedenfalls theoretisch könnte genau das jetzt hier vorstehen. Ja, was tut man jetzt? Man kauft eben diese Aktien, wie auch vorhin erwähnt, mit Superlativen, mit sehr großen Ressourcen, mit hochgradigem Gold, sichere Rechtsgebiete, besonders effiziente Produktion, geringe Cashkosten, wie auch immer, da nicht auf Einzelaktien setzen, sondern das im Grunde genommen schön verteilen, weil das Risiko in dieser Branche ist groß. In einem Bullenmarkt, wenn jetzt Gold tatsächlich über 2000 etabliert, dann eher nicht. Dann werden wir natürlich wie immer viele Probleme zugedeckt und dann können, ja, wie man sagt, auch wenn also der Wind stark genug bläst, können auch die Truthähne fliegen. Das können sie aber nur in dieser kurzen Phase und ansonsten sind sie 10 Jahre am Boden sozusagen, wie wir es ja mehr oder weniger auch erlebt haben. Ja, hoffen wir, dass jetzt sich Gold über 2000 Dollar etabliert, Silber Richtung 50 marschiert, dann haben wir unsere Gold- und Silberaktienmania. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen diese Aktien eben zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen, einen Potenzialfaktor zu errechnen, wie ich gerade erklärt habe. Also wie hoch können die Aktien steigen bis zu einem theoretischen Mania-Punkt, wie ist die maximale Größe. Wir haben auch eine Exit-Strategie entwickelt. Was investiert man, wenn dieser Goldaktienboom vorbei ist? Bei Interesse kann ich Ihnen auch einen Portfoliovorschlag erstellen mit persönlicher Beratung. Ja, Einlage von Gold und Silber in eine Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. In der ersten Linie sehe ich das als ein Werkzeug ein, in einer Situation, wo es relativ schwierig ist, an Gold und Silber zu kommen. Das Unternehmen ist immer an Gold und Silber zu Tiefspreisen gekommen, weil sie haben natürlich ihre Bezugsquellen. Sie überweisen einfach ihr Geld, ist Zollfreilage in der Schweiz. Gut geschrieben, genauso leicht ist der Verkauf und sie kam zu jeder Zeit an Gold und Silber. Das ist vielleicht wirklich eine Alternative,
wenn die Edelmetallhänge enorme Aufschläge haben, Abgabenbegrenzung haben, wie auch immer. Das ist vielleicht gut, sowas bei der Hand zu haben. Also einfach vielleicht mal ansehen, vielleicht ist es für Sie eine Ergänzung, dass Sie sowas, dass Sie sich vielleicht darauf vorbereiten. Es geht ja dann darum, hoffentlich diese Goldaktiengewinne auch dementsprechend in mehr physische Ware umzusetzen, solange das eben noch geht. Ja, Preisvergleich von Gold und Silber. Ja, generell, wenn Sie irgendwas kaufen, auf diese Vergleichsportale einfach gehen. Nützliche Information, Kontakt. Ja, da steht einfach Information, mit welchem Broker können Sie vielleicht in der EU arbeiten, welchen Broker in der Schweiz, wo Edelmetalle einlagern in der Schweiz und Liechtenstein, Langfristchart von Gold, Silber, Uran, anderen wichtigen Rohstoffen. Goldaktienindex GDX und GDXJ, Goldaktien, Goldratio, Literatur über Goldaktien, Bewertung. Im Diskussionsforum sind da verlinkt wie COCA, weitere Informationen von Experten etc. Wenn Sie Fragen, Anregungen, generell Zustellungsprobleme, habe ich immer wieder Probleme mit Spam. Sie irgendwas nicht erhalten, was Sie erwarten, mich einfach bitte kontaktieren, eine Mail schreiben und mich einfach kurz anrufen, sobald ich Zeit habe, werde ich mich dann bei Ihnen melden. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden. Ähm, ja, und vielleicht auch ein Like geben, wenn Ihnen das gefallen hat, weil das hilft nämlich dem Algorithmus, so dass dann auch andere Leute, die möglicherweise das als Interessengebiet haben, diese Videos hier vorgeschlagen bekommen. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.